Konjugation im Präsens. Hier gibt es im Prinzip drei verschiedene Arten von Verben: die regelmäßigen Verben, die unregelmäßigen Verben und die ein bisschen unregelmäßigen Verben. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Heute geht es um die Konjugation von Verben im Präsens. Als erstes werde ich dir zeigen, wie die Konjugation mit ganz normalen, regelmäßigen Verben funktioniert. Und dann werde ich dir natürlich auch zeigen, wie das mit unregelmäßigen Verben funktioniert und auch die bereits erwähnten ein bisschen unregelmäßigen Verben. Das sind die sogenannten starken Verben. Dort gibt es nur in der zweiten und dritten Person Singular eine kleine Unregelmäßigkeit. Also fangen wir an mit der Konjugation von den Verben. Konjugation im Präsens. Als erstes, Deutsch ist hier sehr einfach, denn es gibt bei den möglichen Endungen der Verben nur zwei Varianten, entweder n oder en. Auch unregelmäßige Verben werden niemals auf etwas anderen als n oder en enden. Und fast alle Verben enden auf dem en. Zum Beispiel kaufen, rennen, gehen, haben, sein, essen. Hier sein als einziges nur das n, alle anderen enden auf en. Es gibt davon absolut keine Ausnahmen. Also hier daran denken, Deutsch kennt bei Weitem nicht so viele Ausnahmen, wie du denkst. Auf Englisch gibt es viel mehr. Als erstes schauen wir uns die Konjugation von regelmäßigen Verben an. Also die alles ganz normal der Regel entsprechend machen. Je nachdem, mit oder über wen du sprichst, musst du die Endung anpassen. Also in der ersten Person Singular ich, ein e. Ich spiele. Das en von spielen fällt weg und du ersetzt es gegen ein e. Zweite Person Singular du, st. Du spielst. Dritte Person Singular, also er, sie, es und man, ein t. Er spielt. Erste Person Plural, da kommt das en wieder dran. Also wir spielen. Zweite Person Plural ihr, nur das t. Ihr spielt. Und in der dritten Person Plural bzw. formal en, sie spielen. Das sind die regelmäßigen Verben. Die haben immer diese Endung. Das en fällt weg und du ersetzt es mit der entsprechenden Endung, die der Person entspricht, mit der du sprichst oder über die du sprichst. Schauen wir uns als nächstes die Konjugation der sogenannten starken Verben an im Präsens. So, was bedeutet starkes Verb? Stark bedeutet, dass irgendetwas nicht so richtig regelmäßig ist. Es bedeutet aber, man muss hier nur einen Vokal tauschen. Dieser Vokalwechsel findet aber immer nur in der zweiten und dritten Person Singular statt. Also immer nur bei du, er, sie, es und man. Ich und auch der Plural bleibt immer unverändert, egal ob das Verb den Vokal hier wechselt oder nicht. Und, ganz wichtig, es kann nicht jeder Vokal wechseln, sondern nur das E und das A. Also wenn du ein I, ein O oder ein U hast, gibt es dort keinen Vokalwechsel bei der Konjugation. Niemals. Und das A wechselt immer zum Ä, also der Version mit den Punkten, und das E kann entweder zum IE oder zum I wechseln und nichts anderes. Wenn du diese zwei Vokale am Anfang des Wortes stehen hast, also in der ersten Silbe, dann wechseln diese auch meistens. Sie wechseln, wenn sie betont werden. Betonung für Anfänger ist schwer
zu bestimmen. Deswegen die Regel ist betont, dann wechselt es, unbetont dann nicht. Aber am einfachsten für dich zu merken, steht das E oder das A an der ersten Silbe, dann wechselt es fast immer. Hier zum Beispiel sehen, sehen, erste Silbe. Ich sehe, bleibt alles gleich, aber du siehst. Hier wechselt es, auch er, sie, es sieht, Wechsel, aber im Plural bleibt alles gleich. Helfen, auch hier in der ersten Silbe. Du hilfst, er, sie, es hilft. Und fahren, auch hier in der ersten Silbe. Du fährst, er, sie, es fährt. Und alles andere bleibt gleich. Das sind die starken Verben, die immer nur hier unregelmäßig sind. Der Rest bleibt gleich und auch die Endung hier hinten bleibt gleich. Es gibt dann noch die komplett unregelmäßigen Verben, aber davon gibt es fast gar keine in der deutschen Grammatik. Das Einzige, was 100% unregelmäßig ist sein. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Das ist auch das einzigste Verb, das im Plural unregelmäßig ist. Kein anderes Verb wird im Präsens im Plural unregelmäßig sein. Also sobald du im Plural sprichst, ist es immer regelmäßig. Also als kleiner Tipp, wenn du einen Text schreibst und dir manchmal mit den starken Verben nicht so sicher bist, schreib im Plural. Dann hast du das Problem hier nicht, weil im Plural ist die Konjugation außer bei sein immer regelmäßig. Keine Ausnahmen außer sein. Und haben und werden sind auch in der zweiten und dritten Person unregelmäßig, in der ersten nicht. Bei allen komplett unregelmäßigen Verben hast du häufig auch wirklich nur die zweite und dritte Person unregelmäßig. Diese hier zählen nicht direkt zu den starken Verben, weil sie mehr als nur den Vokal wechseln, denn von ich habe, hier fehlt das B zum Beispiel und auch hier fehlt das B. Es ist nicht du habst, sondern du hast. Und du wirst, hier wechselt der Vokal und dann fällt auch noch das D hier weg, also das ist komplett unregelmäßig. Und hier wechselt der Vokal und es gibt keine Endung, also komplett unregelmäßig. Bei unregelmäßig musst du vor allem noch bei den Modalverben aufpassen, die sind im Singular alle unregelmäßig, aber im Plural auch ganz normal regelmäßig. Ein, zwei kleine Besonderheiten noch. Falls der Verbstamm, also der Teil ohne das en am Ende, auf d oder t endet, dann kommt noch ein e vor die Endung und das sieht dann so aus bei arbeiten. Hier steht das t vor dem en. Du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeitet. Also da muss noch ein E rein, weil sonst wäre es Doppel-T oder TS. Das ist schwierig auszusprechen, deswegen kommt da noch ein E dazwischen. Streiten. Du streitest, er, sie, es streitet, ihr streitet. Ausnahme davon ist, wenn schon ein Vokalwechsel stattfindet. Also wenn hier schon ein starkes Verb ist, das den Vokal wechselt, wie laden, du lädst, er lädt, ihr ladet. Hier kein E, aber hier schon, denn hier wechselst du den Vokal nicht. Es ist Plural, deswegen kommt hier ein E rein. Dasselbe bei halten, du hältst, er hält, aber ihr haltet. Das ist sehr, sehr selten. Das sind die zwei Wörter, die du am häufigsten gebrauchen wirst, wo das auftritt. Ansonsten habe ich keine wirklich häufig benutzten Wörter dafür gefunden. Die zweite Besonderheit oder Unregelmäßigkeit ist der Verbstamm auf S, SZ, X oder Z. Also alles, was so ähnlich oder wie ein S klingt. Hier entfällt das S in der Endung in der zweiten Person Singular. Also zum Beispiel bei heißen, du heißt, nicht du heißt. Auch tanzen, du tanzt und nicht du tanzt. Ihr habt es schon an meiner Betonung hier gehört, das wäre ein Doppel-S. Das würde die Betonung ändern und dementsprechend fällt das S der Endung weg, wenn
das auch schon auf einen S-Laut endet, der Verbstamm hier. Und die Verben, die auf ELN oder ERN enden, haben nicht die Endung ELN oder ERN, sondern nur das N. Das ist die grammatikalische Endung, die wir für die Konjunktion wegnehmen müssen. Und dementsprechend ist in der ersten und dritten Person Singular auch nur ein N anzuhängen. So dementsprechend sammeln und nicht sammeln. Was du hier noch beachten musst, in der ersten Person Singular wird das E vor dem L weggelassen, aber nicht vor dem R, nur vor dem L, also nur bei ELN-Endung. Ich sammle, aber ich wandere. Es ist fast regelmäßig, aber dadurch, dass es offiziell hier immer als ELN und ERN-Endung angesehen wird, musst du hier aufpassen, dass das hier natürlich nur dasselbe wieder ist und dass bei ELN das E davor wegfällt. Du wirst es aber häufig hören, dass die Leute es trotzdem sagen. Sammle. Aber das ist falsch. Und das wird auch nur in einigen Regionen gemacht und auf gar keinen Fall darfst du das in der Prüfung machen, denn es ist definitiv falsch. So, jetzt weißt du, wie du Verben im Präsens konjugieren musst. Ja, es gibt wirklich nur die eine Endung N bzw. EN und nicht 3 verschiedene wie in Spanisch, Portugiesisch oder Französisch, aber du musst wirklich alle Verben konjugieren und nicht nur sein, wie im Englischen. Falls du dazu noch Fragen hast, dann schreib bitte einfach deine Frage direkt hier in die Kommentare unter dem Video. Ich beantworte sie alle und wenn du dich für das E-Book aus dem Video interessierst, findest du auch das hier unter dem Video verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, dass du heute wieder viel gelernt hast und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.